Welcome to Echoes of Genius. Today, we reach back through time to sit down with one of the greatest pillars of Western classical music, Johannes Brahms. We've brought him here to the 21st century to get his unfiltered thoughts on the state of modern sound. Herr Brahms, welcome. Herr Brahms, Sie haben nun die letzten Wochen damit verbracht, die Klänge unserer Zeit zu hören. Was ist Ihr unmittelbarer Eindruck von der heutigen Musiklandschaft? Es ist ein betäubender Lärm, der wehtut, mein Herr. Ich habe stundenlang zugehört in diese digitalen Konstrukte, die Sie Musik nennen. Wo ist die Kontrapunktik? Wo ist die formale Stringenz? Es ist eine grenzenlose Faulheit, die sich hier breit macht. Man wiederholt denselben banalen Rhythmus im Kreis, bis das Gehirn des Hörers abstumpft. Es ist keine Kunst. Es ist ein Sedativum für eine Gesellschaft, die das Denken verlernt hat. Musik sollte die Architektur der Seele widerspiegeln, doch heute ist sie nur noch die Tapete für das Alltagsgeschäft. Viele argumentieren, dass diese Musik das Lebensgefühl unserer modernen Zeit einfach nur präzise einfängt. Sehen Sie darin keinen Wert? Ein Wert? Nein, die Musik sollte den Geist erheben, nicht den Geist in den Morast menschlicher Triebhaftigkeit ziehen. Diese modernen Kompositionen, wenn man sie so nennen darf, sind ein Symptom eines kulturellen Verfalls. Das, was man heute kommerziell nennt, ist nichts anderes als die Reduktion auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Man gibt dem Volk nicht das, was seine Seele braucht, sondern das, was den Verkauf ankurbelt. Es ist intellektuelle Prostitution. Früher kämpften wir um jede Phrase, um die Entwicklung eines Themas. Heute scheint man den Kampf bereits aufgegeben zu haben, bevor der erste Takt überhaupt erklungen ist. Sie kritisieren die Technik hinter der Musik stark. Glauben Sie, dass das Handwerk des Komponierens, wie Sie es beherrschten, mit Stift, Papier und lebenslanger Arbeit an einer Sinfonie, heute noch einen Platz hat? Es muss einen Platz haben, sonst verliert die Menschheit ihre Verbindung zum Erhabenen. Wenn ich sehe, wie heute Klänge am Computer produziert werden, ohne die Mühsal des Partiturschreibens, ohne das Ringen um jede Note, dann erkenne ich keine Wahrheit darin. Die Technik nimmt dem Komponisten das Leiden ab, und genau dieses Leiden ist es, das die Kunst erst menschlich macht. Die heutige Musik ist wie ein kurzlebiges Strohfeuer. Sie brennt hell, stinkt und hinterlässt nichts als Asche. Man vertraut auf Algorithmen statt auf den göttlich inspirierten Funken. Wer nicht bereit ist, sein Leben der Tiefe zu opfern, wird niemals etwas Bleibendes schaffen. Das ist kein Fortschritt, das ist ein Rückschritt in die Barbarei. Wenn Sie die Chance hätten, ein Werk für das 21. Jahrhundert zu schreiben, eine Art Korrektiv, wie müsste es klingen, um die Menschen wieder wach zu rütteln? Es müsste wieder mit der Stille beginnen. Unsere Zeit ist so erfüllt von künstlichem Krach, dass die Menschen die Bedeutung des Schweigens vergessen haben. Mein Werk wäre karg, ehrlich, aber voller innerer Spannung. Es müsste den Hörer zur Einkehr zwingen. Wenn die Welt laut ist, muss die Musik kompromisslos ernst sein. Sie müsste den Stolz der Tradition atmen und dem Hörer zeigen, dass Komplexität keine Bürde ist, sondern ein Geschenk an den Verstand. Aber ich fürchte, in dieser Welt der schnellen Befriedigung ist die Geduld für ein solches Werk längst gestorben. Strong words from a man who spent 20 years perfecting his first symphony. Johannes Brahms, thank you for your brutal honesty and for reminding us that true intellectual weight rarely comes easy. This has been a look into the mind of a master. Until next time.